Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Live Universe Video. Heute mit den neuesten Infos zum FEC 26 Kostüm- und Waffenwettbewerb, was auch für Nicht-FEC-Spieler eigentlich relevant sein dürfte. Müsst einfach nur weiter zuhören. Außerdem neues Wochenend-Event. Wir haben endlich unser Schmuck-Upgrade-Event. Ja, viele haben drauf gewartet. Wir haben im Endeffekt mit jeder Woche dran geglaubt oder damit gerechnet, dass es kommt. Endlich ist es da. Etwas später, als manche vielleicht gehofft haben. Etwas früher, als manche vielleicht befürchtet haben. Was auch immer. Jetzt ist es da. Und ja, es ist Schmuck-Upgrade. Freitag, jetzt läuft es auch schon. 0 Uhr bis Sonntag 23:59 solltet ihr oder könnt ihr eure Products rausballern mit einer erhöhten Chance. Genau. Dann Cash-Up-Update ist für uns ja eigentlich eher nicht so ultra relevant. Weekend Package ist natürlich A-Product am Start, aus irgendeinem Grund auch S-Product. Was hier ein bisschen komisch ist, ist folgendes. Es gibt, na gut, das ist nicht komisch, es gibt wieder so eine Lucky Box, die kostet 100 F-Coin. Da wurde ich heute schon gefragt. Also meine persönliche Meinung zu dieser Lucky Box ist, guckt sie euch an, rechnet euch selber die Wahrscheinlichkeit aus auf die Items, die ihr haben wollt. Da ist alles Mögliche drin, 10% Speedset, so gefühlt jede zweite CS-Scroll, die existiert. Also viele verschiedene, ich meine nicht alle, aber sehr viele. Leider auch viele Trostpreise, einfach nur irgendwelche Effekte oder Font-Editor, also wo du die Schrift farbig machen kannst, in verschiedenen Farben und so weiter, wenn du shoutest oder so. Lauter solche Geschichten. Das heißt, muss man sich im Endeffekt selber ausrechnen. Viele Items sind weniger wert als die Box, viele Items sind mehr wert. Und ja, was sie für dich wert sind, muss halt jeder für sich entscheiden. Von dem her, seid da einfach vorsichtig. Es ist halt im Endeffekt eine Gamble-Box, Lucky-Box heißt es zwar, aber naja. Ja, brauchen wir glaube ich nicht drüber reden. Genau, dann gibt es Reruns von irgendwelchen Speedsets. Dann gibt es ein neues Speedset, das zum ersten Mal nicht so präsentiert wurde, wie es normalerweise präsentiert wird, nämlich in allen Farben. Ist ein bisschen ärgerlich oder ein bisschen nervig. Ich werde jetzt auch nicht alle Farben zeigen. Einfach nur, wie es aussieht, sieht man ja hier. Finde ich persönlich auch gar nicht mal so ultra geil, ehrlich gesagt. Was tatsächlich ziemlich geil ist, ist das neue Fluggerät, und zwar Fawkes. Und dieses Fluggerät ist, wie es der Name schon suggeriert, oder auch das Bild im Hintergrund, soll wohl eine Art Phönixvogel darstellen, nicht herstellen. Und den gibt es in 8 verschiedenen Farben tatsächlich. Und ja, ich muss sagen, von allen Fluggeräten, die bestimmt in den letzten, ehrlich gesagt, 365 Tagen released wurden, vielleicht bis auf den brennenden Löwen als Level 184er Level Reach Belohnung, ist das mit eins der besten. Es ist auch relativ gut animiert. Gab ja mit so fliegenden Tieren als Fluggeräten, da haben wir schon einige mittlerweile, gab es da immer wieder so ein bisschen Probleme, was vor allem auch die Animationen angeht. Ja, Beine bewegen sich nicht oder Sachen bewegen sich zu schnell oder so. Ich finde, von allem, was ich bisher gesehen habe, ist der mit am besten eigentlich geworden. Und ja, also falls ihr den irgendwo seht und euch fragt, woher der kommt, den gibt es gerade im Cash-Shop. Und wenn wir schon über Skins und solche Geschichten reden, dann haben wir eben das neue Community-Event vom FEC 2026, ein Kostüm- und Waffen-Konzept-Contest, also Wettbewerb. Und worum es da geht, ist ja eigentlich ziemlich klar bei dem Titel. Wir können endlich, und ich meine, das ist auch das erste Mal so wirklich, können endlich unsere Ideen für Kostüme und Waffen, also für Skins, also Konzepte davon zumindest, hier eintragen oder hier beitragen innerhalb dieses Wettbewerbs. Und die können dann gegebenenfalls in-game erhältlich sein. Also einerseits bekommt man sie selber, wenn man gewinnt, einmal gratis, das steht irgendwo unten nochmal genauer, detaillierter. Und andererseits sind sie ja dann auch einfach im Spiel erhältlich. Das Event ist textbasiert, also nur Text. Das heißt, man soll es einfach nur beschreiben, man soll es nicht malen, man muss es nicht malen, man muss es nicht zeichnen, man braucht kein Bild zur Referenz. Man soll einfach nur mit Text das Ganze beschreiben. Die Eventdauer geht bis Anfang Juli. 9. Juli, also auch ziemlich lange Zeit. Und wann die ausgewählten Konzepte dann bekannt gegeben werden, das ist noch nicht ganz klar. Es gibt 2 Kategorien, Waffen und Kostüme. Und hier ist im Endeffekt das Layout, wie man das Ganze präsentieren soll.
Also man soll es einfach erstmal beschreiben, also mit dem Namen, dann beschreiben mit dem Thema, die Hauptfarben, dann die Symbolik dahinter und dann eventuell noch gegebenenfalls Effekte, die das Ganze haben soll. Es sollen wohl auch Skins sein, die dann eigene Effekte haben, wie hier zum Beispiel eine leichte goldene Aura um den Charakter herum. Und bei den Waffen ist es im Endeffekt genau das gleiche. Konzeptname, gut, Waffentyp natürlich, die Hauptfarben, Symbolik und so weiter. Wie man dann teilnimmt, ist über ein Google-Form. Der Link ist hier. Und da müssen eben alle Dinge drinstehen, die hier beschrieben wurden. Wow, welche Überraschung. Und man kann tatsächlich für beides auch Ideen beitragen oder einreichen für Waffen und Kostüme. Und man kann auch mehrere Sachen einreichen. Also es muss nicht eine Sache sein, sondern man kann mehrere machen. Genau. Dann, wie wird das Ganze ausgewählt? Also es ist so, dass halt alles einfach angeguckt wird, intern von denen und nach Kreativität, Symbolik, ob es zum FEC passt. Ich weiß nicht genau, was sie damit meinen, ehrlich gesagt. Und natürlich auch, ob es einfach möglich ist, es zu erstellen. Ja. Also ich finde, der schwierigste Punkt ist der hier, Suitability for FEC. Also ehrlich gesagt, bin mir nicht hundertprozentig sicher, was sie dann, also keine Ahnung, ich kann mir nicht genau vorstellen, was damit gemeint ist, aber letztendlich ist es auch egal. Ich denke, wenn du einfach, ja, das ist halt schwierig, du hast halt nur Text, ne? Wenn du es zeichnen könntest, wenn du richtig begabt bist oder mit AI heutzutage und es denen zeigen könntest, was du meinst, wäre es vielleicht doch nochmal ein bisschen besser. Aber da sie explizit sagen, dass man es nicht machen soll, nur Text, wird das vielleicht auch einen Grund dafür haben. Also ich weiß nicht genau, wie das dann ausgewählt wird. Das ist eine sehr gute Frage. Also, was eben jetzt hier zum Beispiel die Geeignetheit für FEC angeht, keine Ahnung. Es soll wahrscheinlich ein episches Set einfach sein, aber was heißt das schon? Das ist ja alles immer subjektiv. Wenn es um Skins geht, das ist nur subjektiv im Endeffekt. Fast nur. Genau, die werden dann später irgendwann angekündigt, wann auch immer das sein wird. Haben sie noch nicht bekannt gegeben. Und alles, was man einreicht, kann bzw. wird gegebenenfalls angepasst werden. Und es kann auch sein, dass mehrere Ideen miteinander kombiniert werden. Wahrscheinlich vor allem dann, wenn sie sich ähneln und man dann zwei Sachen nutzt, um was noch Besseres daraus zu erschaffen. Was bekommt man, wenn man hier tatsächlich ausgewählt wird? Also wenn ein Konzept direkt ausgewählt wird oder wenn es irgendwie im finalen Design mit sich eingebracht hat, dann wird man das entsprechende Kostüm oder die Waffe, also den Skin, erhalten, wenn er released wird. Das ist schon mal ziemlich cool, also zugegebenermaßen ist es nicht die Welt, aber man weiß ja nicht, was genau mit diesen Kostümen geplant ist. Sind das dann Speed-Sets oder ganz normale Skins, die man kaufen kann, wie auch immer. Also dass du es einfach gratis bekommst, ist auf jeden Fall schon mal nicht schlecht. Genau, dann nochmal hier der Hinweis, Text only, nur Text, keine Bilder, keine Illustrationen, keine Screenshots, einfach nur Text. Was man auch nicht machen soll, ist direkt kopieren oder andere Sachen imitieren. Irgendwelche Spiele, Animationen, Filme, Charaktere, Marken oder irgendwelche anderen Drittparteien sollen hier einfach nicht wirklich abgebildet oder eine Rolle spielen. Außerdem soll es nicht anstößig sein in irgendeiner Form oder ja, irgendjemanden diskriminieren oder so. Und genau, das Ganze kann dann für Flive Universe Marketing-Zwecke und so weiter verwendet werden. Alles in allem eigentlich echt ein cooles Event. Also sowas persönlich würde ich mir nicht nur für den FEC wünschen, sondern generell. Also ich finde, sowas sollte mindestens 1-2 Mal pro Jahr auf jeden Fall stattfinden. Ich meine, jetzt findet es ja statt. Also wenn es jetzt zukünftig jedes Jahr stattfindet, ist es cool. Und für mich hört sich das auch so an, als würden sie schon stark oder fest davon ausgehen, dass hier mehrere Konzepte ausgewählt werden, weil es hört sich jetzt nicht so an, als würde nur eins ausgewählt werden. Hier wird immer von Konzepts, es wird immer von der Mehrzahl gesprochen, nie von der Einzahl. Also es steht leider nirgendwo, wie viele Gewinner es geben wird. Ich denke mal, das wissen sie selber noch. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie es selber noch nicht genau wissen. Wird wahrscheinlich darauf ankommen, wie viel eingereicht wird tatsächlich. Also ich könnte mir vorstellen, dass sie hier nicht mit so einem riesigen Andrang rechnen tatsächlich, weil bei solchen Events die meisten Leute tatsächlich eher nicht mitmachen.
Ja, vor allem anders als bei einem Ingame-Event jetzt natürlich. Und ja, wird interessant. Also, oder wie viele Ideen sie sich vielleicht auch für später dann trotzdem aufheben oder wie viel von diesen Sachen vielleicht auch spätere Sets beeinflussen könnte im Sinne von einfach nur Anreize. Ich meine, du kannst ja auch etwas lesen und sehen und irgendwann 2 Jahre später fällt es dir auch nochmal ein. Übertrieben gesprochen. Also alles ganz interessant. Wie gesagt, etwas, was ich schon lange haben wollte und jetzt ist es endlich da. Das Einzige, was natürlich ein bisschen, ich will jetzt nicht sagen, es ist nicht wirklich blöd mit dem Text, dass es nur textbasiert ist, aber irgendwie schon, weil ich denke halt, wie gesagt, vor allem Künstler, die halt echt begabt sind, könnten das halt super schnell mit einer kleinen Skizzierung noch besser demonstrieren. Ich weiß ja nicht, also wenn ich jetzt so einen Text, also wenn ich jetzt eine Skin-Beschreibung lesen würde, ich meine, ich bin selber nicht der Kreativste, was sowas angeht, definitiv nicht. Ich weiß nicht, ob ich mir das vorstellen könnte, so richtig. Und manche Leute sind ja auch wirklich manche Leute haben ja eher Schwierigkeiten damit, sich auszudrücken. Du siehst es vor deinem inneren Auge, aber weißt dann einfach nicht, wie du es jemandem wirklich beschreiben sollst. Und vor allem je komplexer dein Skin, desto schwieriger wird es ihn zu beschreiben, wenn du dir irgendwas ausdenkst. Und desto schwieriger wird es wahrscheinlich auch für die andere Person, sich das vorzustellen, genauso wie du es dir vorstellst. Und da wären natürlich so Skizzierungen und sowas, wären dann natürlich schon nicht schlecht. Aber es ist, wie es ist. Dieses Event in dieser Form haben wir jetzt so bekommen, wie es ist. Und ja, macht auf jeden Fall mit. Ihr könnt euren Skin gratis gewinnen, wenn ihr ausgewählt werdet. Und ja, ich finde es nice. Außerdem Schmuck-Upgrade-Event nicht vergessen, dieses Wochenende noch bis Sonntag und euren Fox, falls ihr ihn haben wollt. Das war's. Ich sage danke euch fürs Zuschauen. Schaut auf jeden Fall im Livestream vorbei. Twitch-Links in der Videobeschreibung. Bis zum nächsten Mal mit Fly Universe. Haut rein und ciao, ciao.